Ah, fantastisch, fantastisch. Ich heiße euch bei wieder mal oder immer noch allerbestem Wetter. Herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter Video. Wir sehen hier den zweiten, in Anführungsstrichen dritten Teil der Kleinbunker-Serie. Und zwar sind wir hier jetzt am zweiten Bunker, den ich euch in Rheine vorstellen wollte. Das Ganze sieht hier wie folgt aus. Hier haben wir so eine Einfahrt. Da konnte ich ganz gut parken. Hier führt dann ein Weg lang. Und der Weg, der führt bis da hinten hin, wo ihr, upsala, fast gestolpert. Ne, fast gestolpert nicht. Ich bin gestolpert, aber bin nicht hingefallen. So, der führt da hinten hin. Und da hinten steht dieser begehrte Rundbunker, den wir uns anschauen wollen. Und wir sind hier unten, sehen hier unten auf dem Boden ebenfalls noch wunderbare Zeitzeugnisse vergangener Tage. Es ist alles schön mit Asphalt voll. Sonst allerdings leider total vernachlässigt hier. Wir sind hier mal, und das ist auch bestimmt 20 Jahre her, mit dem Auto bis direkt vor das Ding gefahren, weil das nämlich eben ging. Ja, in der Theorie geht das immer noch, wenn man den Weg hier mal so ein bisschen frei halten würde. Ihr seht hier auch hier wieder die Asphaltstruktur, die uns da hinten hinführt. Ich lasse das jetzt hier auch komplett laufen. Oder sagen wir mal so, ich versuche das komplett laufen zu lassen. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, inwiefern wir uns hier da weiter annähern können. Also wenn ich das jetzt hier sehe, das sieht alles andere als verheißungsvoll aus. Aber ich glaube, da vorne öffnet sich noch mal wieder ein bisschen was. Weil letzten Endes hier links seht ihr überall Acker. Und auf dem Acker war natürlich kein Weg. Das heißt, der Weg, der führt dann schon irgendwo hier lang. Aber es ist schon extrem, wie zugewachsen das hier ist. Und wenn ich das hier, diesen Zustand dieser Wegführung hier sehe, dann weiß ich auch, dass da hinten an dem Bunker auch wirklich gar keiner mehr irgendwas macht. Das kann ja auch gar nicht sein. Ne? Wer will denn hier mit dem Kfz noch ranfahren an die Geschichte? Ja, mittlerweile sind wir dann auch auf dem Acker. Durchaus, oder jetzt sagen wir mal so, weitaus einfacher zu begehen als das hier rechts. Deshalb setze ich den Weg jetzt hier auch fort. Ja, und hier oben ist eben noch befahrene Gleislinie. Hier war mal auch, ich glaube allgemein, der Güterbahnhof von Rheine, der zog sich hier hinter dem Gelände da komplett entlang. Das war auch ein richtig tolles Areal. Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass da auch diverse Splitterschutzzellen standen, beziehungsweise dann auch, nachdem gewisse Bereiche beräumt wurden, da auch welche noch lagen. Die habe ich aber auch nicht mehr gesehen. Das war dann auch lange vor meiner Zeit. So, und jetzt widmen wir uns hier wieder dieses Bunkers. Ja, diesen Bunkerbautyp, den kennt ihr aus dem Rundbunker Osnabrück-Video. Da habe ich euch den zum ersten Mal vorgestellt. Wer dazu technisch noch was wissen möchte, der ist halt auf dem in der Videobeschreibung befindlichen Link bestens aufgehoben, sich da mal umzuschauen. Gucken wir mal eben, der war früher nicht auf hier. Guck mal, so sieht das aus. Ob das damals auch schon so war, das vermag ich euch nicht zu sagen. Ich habe also kaum Erinnerung daran, an meinen Besuch hier mit diesem Bunker. Was hier steht, kann jeder lesen und dann kann man hier mal so ein bisschen reinschauen. Aber ich denke, dass uns das jetzt auch nicht mega viel bringen wird. Ich hole dennoch mal eben die Taschenlampe raus, weil man weiß ja nie, ob man hier vielleicht doch noch irgendwas lesen kann, was da irgendwo an den Bahnromantik. Schöner IC, selten mitgefahren, aber gute Erinnerungen dran. So, ja, da seht ihr so ein Häuschen da. Ob das für irgendwelche Vogelarten oder für Fledermäuse ist, weiß ich nicht. Hier sehe ich auf jeden Fall jetzt keinerlei Inschriften oder sowas. Da wird es halt in den Bunker reingehen. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass wir einen finden, der offen ist. Ansonsten kann ich euch dann irgendwann mal, ich denke in Osnabrück spätestens, mal eben so ein bisschen zeigen, wie es da drin aussah. Aber wir machen noch mal eben eins, machen wir noch mal eben. Ich nehme mal eben die Kamera, decken da so durch. In der Theorie könnten wir jetzt um die Ecke gucken.
Ich weiß nur nicht, ob die Taschenlampe noch irgendwas bringt, ob das irgendwas Erhellendes gibt. Aber das wären jetzt die ersten Eindrücke, die man vielleicht von dem Innenleben hätte. So, ich hole das Ding jetzt aber wieder rein. Wenn mir das nämlich gleich aus der Hand fällt, ist uns allen da nicht mitgeholfen. So, pass auf. Hier sind wir an der Seite. Also Deckenhöhe von 2 Metern, die wir hier haben. Das untere sind auch 2 Meter. Ja, und in der Mitte befindet sich eine ganz große Betonsäule, die halt wahrscheinlich auch das Dach mittragen soll. Hier geht es dann weiter. Ja, ist natürlich ebenfalls zu. Wenn das hier auch wäre, würde mich das auch schwer wundern. Wir haben hier außenrum auch Asphalt. Ich habe gerade schon Asphalt gesehen. Also das ist hier alles befestigt. Dann können wir hier auch noch mal eben lang gehen. Ah ja, guck, das haben wir dann wirklich konsequent zugemacht. Hier gibt es dann nicht auch noch irgendwie eine Klappe, wo man den Bunker auch noch mal begehen könnte. Ja, macht auch keinen Sinn, weil der Bunker innen drin ja keine Struktur mehr hat. Du kannst da drin, ne, wie in so einem Karussell, kannst du halt rumlaufen. Das ist halt alles rund da drin. So sieht's aus. Der erste von 3 Rundbunkern in Rheine. Ja, wie ich finde, schöne Eindrücke, die wir bekommen haben. Und für so ein Wochenteiler-Video ist das allemal genug. Den Bunkerhappen für zwischendurch. Ja, wir verlegen jetzt weiter zum nächsten Bunker. Den werdet ihr dann, ja, keine Ahnung, nächste oder übernächste Woche sehen. Je nachdem, wie mir das passt, dass ich die Sachen rausbringe. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Lasst ein Like fürs Video da. Schreibt was Zielführendes in die Kommentare. Und wer noch nicht abonniert hat, bitte den Kanal abonnieren. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, denn je mehr Abonnenten ich habe, desto besser für den Algorithmus, desto mehr Leute sehen das. Und ich würde mich schon freuen, wenn wir den Qualitätsstandard für solche Videos hier oder solche Begehungen auf YouTube einfach ein bisschen erhöhen könnten. Und das eben dadurch, dass solche Kanäle wie meiner eben auch einer breiteren Masse zugänglich werden. Wir sehen uns bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Kakao.